Willkommen zu einer weiteren Folge, wie Christoph und Sophie ein ausgebranntes Haus kernsanieren. In der letzten Folge haben Helmut und Julia Rother von Heinrich Schmid aus Freiburg ja schon den Brandschaden saniert und damit schon mal den Brandgeruch im Haus beseitigt. Doch dann tauchte noch ein weiteres Problem auf. Ja, nachdem Heinrich Schmid erfolgreich unseren Brandschaden saniert hat, haben wir ein zweites Thema gefunden. Unter unserem Parkett ist eine schwarze, zähflüssige Substanz drunter, auch ein bisschen leicht faserig. Und da nehmen wir die Expertise von Heinrich Schmid auch, um genau die Stoffe auch wieder loswerden zu können. Um dann wirklich bei Null anfangen zu können, ohne Schadstoffbelastungen im Altbau. Wir haben jetzt hier unter dem Parkett eine Schweißbahn, eine bituminöse, die sich über den kompletten Boden unten drunter erstreckt. Hat man als Abdichtung genommen. Und genau diese schwarze Schicht muss weg. Mit dieser Fräse wird Julia gleich den Bitumenkleber entfernen. Doch davor muss der Arbeitsbereich mit Staubschutzwänden luftdicht verschlossen werden, denn der Staub ist gesundheitsgefährdend. Deshalb auch diese riesigen Absauganlagen. Und los geht's! Da fällt echt jede Menge Staub und Dreck an. Und dann fängt der Bitumen an zu schmieren. Immer öfter muss Julia die Fräsköpfe wechseln, weil sie sich mit dem zähen schwarzen Zeug vollsetzen. Wirklich alle sind gespannt. Werden sie es schaffen? Aber irgendwann ist dann klar, nee, das dauert einfach zu lange. Wir brauchen eine andere Technik. Also wie ihr letzten Clip schon gesehen habt, haben wir hier Probleme gehabt mit der Beschichtung. Die Beschichtung ist bituminös, pH-frei. Durch das Schleifen wird die natürlich warm und schmiert und setzt uns die ganzen PDKs zu. Das haben wir das letzte Mal gesehen. Nächstes Problem bei der ganzen Sache ist hier auch diese Wolle, was da noch in Rückständen drauf steht. Sieht man die heute besser. Die macht sämtliche Staubsaugerleitungen zu und schleift auch unsere Schleifmittel alle zu. Deshalb haben wir ein neues Verfahren, anderes Verfahren aus unserem Asbestsanierungsprogramm rausgeholt, und zwar eine Fräse. Ich zeige euch mal ganz kurz eine Messefräse. Hier haben wir eine Walzenfräse mit Diamant, Hartmetall besetzt. Hier holen wir einmal den Bitumen mit runter und gleichzeitig auch, wie man hier schön sieht, diese Flusen, die noch dran sind. Und somit kriegen wir natürlich hier auch ein einwandfreies Ergebnis, welches absolut eine tragfähige Oberfläche ist. Randbereiche werden natürlich noch nachgeschliffen und dann kann der Anschlusshandwerker ohne weitere Probleme drauf arbeiten. Ja, auch hier unsere Entstaubungsanlagen, alle mit Haarfilter ausgerüstet, brauchen wir zwar in dem Fall nicht, aber besser ist das. Und ja, wir brauchen den Luftförderstrom hier, damit wir genügend Absaugungskraft haben für die Fräse, weil wir holen 1 bis 2 mm an einem Arbeitsgang runter. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Wie ihr seht, wir sind fertig, wir sind durch. Bitumen und die Schweißbahn ist weg. Der Untergrund ist sauber, Schadstoffe und Bitumen ist weg. Und nun können die anderen Handwerker reinkommen und weiterarbeiten. Und was sagt der Bauherr dazu? Beim Rausmachen der Wände haben wir natürlich auch unseren Parkett mit entfernt. Und da kam eine große Überraschung, wo der Brandschadensanierer erfolgreich helfen konnte. Nämlich der Parkett war mit so einem richtig zähflüssigen, schwarzen Bitumenkleber am Estrich befestigt. Und auch da hat der Brandschadensanierer mit drauf geguckt und uns unterstützt und den klassifiziert. Und wir haben den Parkett entfernt und dann letztendlich hat die Heinrich Schmid
doch die Möglichkeiten gehabt, zuerst den Boden anzuschleifen. Auch das war nicht ganz zielführend und auch da sind wir zu härteren Maßnahmen geschritten und haben tatsächlich die komplette Schicht abfräsen müssen, was jetzt wirklich zu einem hervorragenden Ergebnis geführt hat. Also ich kann nur empfehlen, bei so einem Objekt einen Experten mit dazu zu ziehen, von der ersten Begutachtung, was denn Brandschaden ist und was normale Baumaßnahmen sind, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann wirklich solche Überraschungen auch nochmal interessant werden, auch da den fachlichen Rat nochmal zu bekommen. Und letztendlich war es so, dass der Brandschadensanierer uns so weit unterstützt hat, bis dass wir wirklich eine weiße Baustelle hatten, sprich, dass wir einfach ungefährdet auch dann die Maßnahmen für uns weiter umsetzen konnten und in die Sanierung gehen konnten. Und das, muss ich sagen, der war Gold wert. Das ist ja wirklich nochmal gut ausgegangen. Wie es mit der Kernsanierung weitergeht und auf welche Herausforderungen Christoph und Sophie noch stoßen, seht ihr in der nächsten Folge. Abonniert also deshalb unbedingt unseren Kanal, um nichts zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Video.